Hallo und willkommen zurück zum YouTube-Kanal von Denkfehler Online. Dies hier ist der Begleitkanal zur Website mit dem gleichen Namen. Das Ziel dieses Kanals ist es, eine Sammlung von Erklärvideos mit wichtigen Themen rund um Denkfehler bereitzustellen. Dieses Video gehört zur Serie Grundlagen und hier werden grundsätzliche Konzepte erklärt, die zum Verständnis von Denkfehlern wichtig sind. Dies ist das zweite Video zum Thema Mehrdeutigkeit und wir sprechen heute über Extension und Intention. Der Begriff Extension wurde schon im ersten Video dieser Reihe im Zusammenhang mit Äquivokation erwähnt. Kurz zusammengefasst, die Extension bezeichnet die Menge an Dingen oder Sachverhalten, welche durch einen Begriff beschrieben werden. Zum Beispiel kann sich das Wort Pferd auf die Tiere beziehen oder, wie wir im Video über Äquivokationen gesehen haben, auch auf verschiedene andere Dinge, wie die Schachfiguren oder Turngeräte. Bisher haben wir die Extension aber nur so weit betrachtet, wie sie etwa im Bereich der Logik relevant wäre. Wir sprechen aber normalerweise nicht in logischen Formeln, sondern in einer natürlichen Sprache und da ist die Angelegenheit noch ein bisschen komplizierter. Ein guter Ansatz ist zunächst einmal die Frage, woran erkennt man eigentlich, welche dieser Bedeutungen jeweils gemeint ist. Wir können also die möglichen Extensionen von Pferd einmal verschiedenen Aussagen gegenüberstellen. Etwa Turm schlägt Pferd. Er gewann die Goldmedaille am Pferd und das Pferd steht auf der Koppel oder Weide. Dann erkennen die meisten gleich, welche Bedeutung das Wort Pferd im jeweiligen Kontext hat. Anders gesagt, der Kontext bestimmt die Bedeutung. Versuchen wir einmal, das am Beispiel des Pferdes auf der Koppel in ein Venn-Diagramm einzufangen. Im weitesten Sinne steht das Wort Pferd hier, und das ist nur auf den ersten Blick eine Tautologie, für alles, was mit dem Wort Pferd bezeichnet werden kann. Das können Tiere genauso gut wie auch Schachfiguren oder Turngeräte sein. Durch den Kontext steht auf der Koppel wissen wir aber, dass es sich nur auf eine Teilmenge davon beziehen kann, nämlich auf die Menge aller Dinge, die sowohl Pferd genannt werden, als auch auf einer Koppel stehen können. Tatsächlich schließt dies aber bisher weder die Schachfiguren noch die Turngeräte aus. Das muss ja nicht unbedingt so surrealistisch aussehen wie in dieser Bildkomposition. Jemand könnte ja zum Beispiel auch auf der Wiese Schach gespielt und eine Figur dort vergessen haben. Und mehr lässt sich, zumindest wenn man sie streng auslegt, auch nicht aus der Aussage ableiten. Gleichzeitig wird natürlich niemand außer einigen Logik-Geeks diese Aussage so verstehen, dass sie sich auf Schachfiguren oder Turngeräte beziehen würde. Wir wissen, dass hier eine der verschiedenen möglichen Extensionen sehr viel wahrscheinlicher gemeint sein wird als die anderen, nämlich die der Tiere, die als Grasfresser oft auf Weiden bzw. Koppeln anzutreffen sind, während man Schachfiguren oder Turngeräte höchstens ausnahmsweise einmal antreffen wird. Wenig überraschend werden die meisten, die diese Aussage hören, daher zunächst die Tiere im Sinn haben. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Grasfressende Tiere, wie zum Beispiel Pferde, sind sehr viel häufiger auf Weiden oder Koppeln zu finden als Schachfiguren oder Turngeräte. Wir können also daraus, dass andere mögliche Bedeutungen des Wortes in diesem Zusammenhang eher unwahrscheinlich sind, schließen, dass wohl eher die Tiere gemeint sein werden, wenn wir von Pferden auf einer Koppel sprechen. Ein solcher Schluss auf die wahrscheinlichste Erklärung, der Fachausdruck hierfür ist Abduktion, wird in einem anderen Video näher erklärt. Auch das ist ein interessantes Thema, da bei solchen Schlüssen sehr viel schiefgehen kann. Als kurzer Teaser sei nur erwähnt, dass der Romandetektiv Sherlock Holmes für seine Schlussfolgerungen keine Deduktionen benutzt, wie dessen Autor immer wieder fälschlicherweise behauptet, sondern eben solche Abduktionen. Und dabei auch noch recht konsequent einen Denkfehler begeht, den man seitdem als Sherlock-Holmes-Fehler bezeichnet. Dieser versteckt sich in dem bekannten Zitat, nach dem, wenn man alle unmöglichen Fälle ausgeschlossen hat, was auch immer übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich, die Wahrheit sein muss. Das ist ein recht naiver Ansatz der Wahrheitsfindung, der in der Realität, das heißt außerhalb von formellen Systemen wie etwa der Mathematik, nur unter recht engen Rahmenbedingungen funktioniert. Insbesondere in Sherlock Holmes' Fachgebiet, nämlich der Kriminalistik, ist es auf keinen Fall ein sinnvoller Ansatz. Aber auch hierzu später mehr. Aber zurück zur Extension.
Würde tatsächlich jemand den Begriff entgegen der üblichen Bedeutung verwenden, etwa weil man eine Schachfigur auf einer Wiese verloren hat, ohne dies durch Wortwahl, Formulierung oder einen weiteren Kontext klarzustellen, sollte man davon ausgehen, dass dies in der Absicht geschieht, zu verwirren. Im besten Fall für einen Wortwitz, im schlimmsten als Betrugsversuch. Wenn einem also ein windiger Pferdehändler ein Pferd auf der Koppel verkaufen will, sollte man sich besser vergewissern, dass man darunter dieselbe Art von Pferd versteht wie der Verkäufer. Natürlich wird niemand ein Pferd kaufen, ohne es zu sehen, einschließlich der sprichwörtlichen Zahninspektion, aber ähnliche, meist weit weniger offensichtliche Verwirrungstaktiken sind in der Werbung nicht unüblich. Ob etwa die Marketingabteilung eines Waschmittelherstellers unter klinisch rein dasselbe versteht wie der Käufer, oder ob ein neues Auto das Prestige und die Bewunderung der Nachbarschaft bringt, wie das von der Werbeagentur dargestellt wird, darf man ruhig erst einmal bezweifeln. Schauen wir noch kurz auf eine andere Situation, in der die Extension eines Begriffes auf vielleicht unerwartete Weise mehrdeutig werden kann. Worte und Begriffe neigen dazu, im Laufe der Zeit ihre Bedeutung zu verändern. Hier nur ein paar Beispiele. Das Wort dezimieren bedeutete ursprünglich um ein Zehntel reduzieren. Darin steckt das lateinische Wort decem für 10. Heute wird es meist ganz allgemein als Synonym für verringern oder reduzieren verstanden. Das Wort Tier bezog sich ursprünglich ausdrücklich auf ein Wildtier. Erst im Lauf des Mittelalters wurde es auch für Haustiere verwendet und erst im 18. Jahrhundert auf die gesamte Fauna ausgeweitet. Eine Dirne war bis ins Frühmittelalter eine junge Frau, meist eine Magd. Ab der Zeit der Renaissance wurde der Ausdruck zunächst als reiner Euphemismus für Prostituierte verstanden, später fast nur noch in dieser Bedeutung. Ein Beispiel für die ältere Bedeutung finden wir aber noch in einem bekannten Kinderlied, das beginnt mit Spannlanger Hansel, nudeldicke Dirn. Oder zumindest ist die Bedeutung als junge Frau Magd im Kontext eines Kinderliedes sicher die wahrscheinlichere. Auch hier ein Hinweis auf ein spezifischeres Thema, für das es voraussichtlich ein zukünftiges Video geben wird. Als etymologischen Fehlschluss bezeichnet man die falsche Annahme, dass eine ältere Bedeutung unveränderlich die einzig gültige sei. Auch hier gilt, der Kontext ist ausschlaggebend. Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass in spezifischen Situationen auch die Betonung oder Intonation die Bedeutung eines Wortes oder einer Aussage verändern kann. Im Video zur Äquivokation haben wir bereits die Formen Metonymie und Amphibolie besprochen. Grundsätzlich sind solche Fälle im Deutschen aber selten. Das kann in anderen Sprachen anders sein. Eine wichtige Ausnahme gibt es aber noch, nämlich Ironie. Ironie ist ein weites und sehr spannendes Feld, das allerdings nicht das Thema dieses Kanals ist. Vereinfacht gesagt kann man es als eine Art soziales Spiel verstehen, bei dem es darum geht, oft sehr subtile Hinweise darauf zu erkennen, dass eigentlich das Gegenteil von dem gemeint war, was tatsächlich gesagt wurde. Solche Hinweise können etwa Übertreibungen sein, aber auch ungewöhnliche Betonungen oder Intonationen. Oder, so wie hier, eine ungewöhnliche Typografie. Und schließlich sind Begriffe auch bei weitem nicht immer so klar definiert, wie das in den bisherigen Beispielen der Fall zu sein schien. Ein schönes Beispiel für eine unscharfe Begriffsdefinition ist der Namensgeber des sogenannten Sorites-Irrtums, den wir auch in einer zukünftigen Episode noch näher besprechen werden. Kurz erklärt, Sorites kommt vom griechischen Wort Soros, was so viel bedeutet wie Haufen. Man spricht deswegen auch vom Haufenparadox. Es geht dabei um die scheinbar triviale Frage, ab wann man von einem Sandhaufen sprechen kann. Offensichtlich ist ein einzelnes Sandkorn noch kein Sandhaufen, auch 2 oder 3 noch nicht. Aber wenn man mehr und mehr Sandkörner hinzufügt, wird man irgendwann einen Sandhaufen bekommen. Wann ist das so? Bei 1000 Körnern? Bei 10.000? Einigen wir uns zum Beispiel auf 10.000, wäre dann eine Ansammlung von 9.999 noch kein Haufen? Kurz gesagt, der Begriff Haufen lässt sich anscheinend gar nicht so klar definieren, wie das vielleicht nötig wäre. Der erwähnte Denkfehler ist etwas komplexer als dieses Beispiel hier und soll jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Wer nicht auf das Video warten will, kann ja schon mal auf Denkfehler online gehen und unter Kontinuumsirrtum nachschlagen. Für uns ist wichtig, der Begriff Haufen ist, zumindest unter bestimmten Umständen, unscharf definiert. Und ähnliches gilt auch für viele andere Begriffe. Ein weiteres Beispiel, das auch schon im ersten Video erwähnt wurde, ist das Adjektiv gut, wie es dort mit Bezug auf Autofahrer benutzt wurde.
Dieses Wort ist bereits eine Form von Abstraktion, denn gut ist keine direkte Eigenschaft eines Objektes, wie es grün oder kalt wäre. Und wie auch schon bei den Äquivokationen gilt auch hier, abstrakte Begriffe sind besonders interessant, weil Mehrdeutigkeiten nicht so leicht erkannt werden wie bei konkreten Dingen. Als weiteres Beispiel für solche abstrakten, möglicherweise mehrdeutigen Begriffe werden wir uns im nächsten Video noch den Wahrheitsbegriff anschauen, der in unterschiedlichen Kontexten sehr Unterschiedliches bedeuten kann. Um noch ein paar solche Begriffe aufzulisten: Wissen, Gemeinschaft, Solidarität, Nachhaltigkeit und so weiter sind sehr interessante Beispiele. Und auch Begriffe wie Familie, Beziehung, Freundschaft und so weiter, das vergisst man leicht, sind abstrakt und in vielen Fällen mehrdeutig. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die wir im Rahmen dieses Kanals immer mal wieder aufgreifen werden. Hier aber erstmal ein anderes Beispiel. Viele haben sicher schon einmal von der angeblichen Einschätzung von IBM gehört, nach der es angeblich einen globalen Markt für Computer von gerade einmal 5 Stück geben soll. Um es vorweg zu sagen, das Zitat, das meist dem früheren Vorstandsvorsitzenden Thomas J. Watson zugeschrieben wird, ist falsch. In dieser Form wurde das nie gesagt. Vielmehr hatte dieser sich 1953 überrascht gezeigt über den Verkaufserfolg der Serie IBM 701, von denen immerhin 18 Stück verkauft wurden, während er selbst eher mit etwa 5 gerechnet hätte. Trotzdem wird dieses falsche Zitat gerne als Beleg dafür aufgeführt, dass die Bedeutung und der Markt einer neuen Technologie falsch eingeschätzt wurde. Ob das im jeweiligen Kontext ein sinnvolles Argument ist, ist dann wieder eine andere Frage. In jedem Fall scheint dies aus heutiger Sicht Unsinn zu sein, denn zweifellos sind Computer heute allgegenwärtig. Hier ein Foto von ein paar jungen Leuten, die unter sich schon fast diese sprichwörtlichen 5 Computer herumtragen. Das Problem ist, wir verstehen heute unter einem Computer etwas anderes als 1953. Hier ein Foto von einer solchen IBM 701 Installation. Man vergisst es leicht, aber die Computer von damals waren extrem teuer. Das kleinste Modell der Serie 701, von der Watson sprach, kostete damals rund 12.000 US-Dollar. Das entspricht nach heutiger Kaufkraft etwa 150.000 Euro. Außerdem brauchten diese Geräte hochqualifiziertes Personal, um sie zu bedienen. Eine solche Installation belegte einen ganzen Raum und hatte einen hohen Stromverbrauch. Und nicht zu vergessen, die Berechnungen, die solche frühen Computer ausspuckten, waren sehr unzuverlässig und sollten besser noch einmal von einem menschlichen Computer, das war damals auch noch eine Berufsbezeichnung, überprüft werden, was die Einsatzmöglichkeiten weiter einschränkte. Dagegen bezeichnen wir heute viele Geräte, die sogar ein Vielfaches der Rechenleistung dieser alten Computer haben, schon gar nicht mehr mit diesem Begriff. Die meisten Fernseher sind heute Computer, ebenso viele Musikinstrumente, Spielkonsolen, Film- und Fotokameras und so weiter. Moderne Smartphones sind so leistungsfähige Computer, dass man davon in den 1950er Jahren noch nicht einmal träumen konnte. Und natürlich haben wir heute PCs, Laptops und Server als Massenware. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass für solche modernen Computer in der Tat ein sehr viel größerer Markt besteht, als für die Computer, die es vor 70 Jahren gab. Anders gesagt, der Begriff Computer hatte 1953 eine andere Extension, als er es heute hat. Und Aussagen zu einem Begriff aus der Vergangenheit, an dessen Bedeutung von heute zu messen, ist natürlich grundsätzlich keine gute Idee. So viel also zur Extension. Hier noch einmal kurz zusammengefasst. Die Extension ist die Menge aller Dinge, auf die sich ein Begriff im jeweiligen Kontext bezieht. Es kann mehrere Bedeutungen für einen Begriff geben, die auch nicht immer einfach auseinandergehalten werden können. Stichwort Äquivokation. Bedeutungen können auch vage sein und sich im Laufe der Zeit ändern. In jedem Fall hängt die Bedeutung immer vom jeweiligen Kontext ab. In vielen Fällen kann man nur auf die wahrscheinlichste unter mehreren Bedeutungen schließen. Mehr hierzu unter Abduktion. So viel also zur Extension. Nun gibt es aber auch noch einen anderen Aspekt der Mehrdeutigkeit, der quasi das Gegenteil der Extension ist. Und diesen schauen wir uns als nächstes an. Kommen wir zunächst einmal kurz zurück zur Äquivokation. Wie schon erwähnt, ist das eine Situation, in der ein Begriff mehrere voneinander verschiedene Extensionen hat. Zum Beispiel kann das Wort Pferd sowohl die Reittiere als auch die Schachfiguren bezeichnen. Es ist aber auch eine umgekehrte Situation möglich. Mehrere verschiedene Begriffe können dieselbe Extension haben.
Die meisten werden den Begriff hierfür wohl schon kennen, man spricht in diesem Fall von Synonymen. Neben Pferd können wir dieselben Tiere unter anderem auch mit den Synonymen Ross oder Gaul bezeichnen. Wir haben hier sogar eine ganz besonders große Auswahl, denn es gibt sehr viele verschiedene Synonyme für die Reittiere, darunter auch solche, die nur für bestimmte Pferde gültig sind. Etwa ein Hengst für ein männliches Tier, eine Stute für ein weibliches, Fohlen für ein Jungtier, Ausdrücke wie Schimmel, Rappen, Schecke oder Brauner für bestimmte Fellfarben oder auch Ausdrücke wie Klepper und Meere, welche wohl eher abfällig gemeint sind. Schieben wir die Wörter, die sich nur auf bestimmte Geschlechter oder Fellfarben beziehen, einmal beiseite. Pferd, Ross und Gaul können relativ universal auf alle Pferde bezogen werden, das heißt, die Extension dieser Worte ist dieselbe. Sie unterscheiden sich aber auf eine andere Weise, nämlich welche zusätzlichen Bedeutungen sie tragen. Während Pferd ein relativ neutraler Begriff ist, stellt man sich unter einem Ross wohl eher das vor, worauf dieser Künstler Napoleon die Alpen überqueren sah. Und bei Gaul eher das, worauf ein anderer Maler ebenfalls Napoleon auf dem Rückzug von seinem Russlandfeldzug gesetzt hat. Wenn wir das einmal Seite an Seite stellen, wird der Unterschied noch deutlicher. Auch wenn beide Worte dasselbe bezeichnen, assoziieren wir mit einem Ross, dass es edel, nobel, feurig, vielleicht hochmütig ist, und mit einem Gaul eher, dass er alt, klapprig, lahm und womöglich wertlos sei. Diese Nebenbedeutungen, die durch die Art und Weise, wie auf die Extension Bezug genommen wird, transportiert werden, nennt man Intentionen. Ein anderes Beispiel, an dem wir vielleicht noch besser sehen können, wie solche Intentionen zu Mehrdeutigkeit führen können, ist das folgende. Die beiden Begriffe Morgenstern und Abendstern haben beide dieselbe Extension, nämlich den Planeten Venus. Es handelt sich um Synonyme. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied. Wie der Name schon verrät, bezeichnen wir die Venus als Morgenstern, wenn sie im Verhältnis zur Erde an einer Position steht, an der sie nur am Morgenhimmel kurz vor Sonnenaufgang zu sehen ist. Steht sie dagegen so, dass sie abends kurz nach Sonnenuntergang zu sehen ist, nennen wir sie stattdessen Abendstern. Beide Begriffe, Morgenstern und Abendstern, haben also die gleiche Extension, nämlich den Planeten Venus. Sie tragen aber unterschiedliche Intentionen, nämlich den Zeitpunkt, zu dem der Planet am Himmel erscheint. Dies wird deutlich, wenn wir die Begriffe entgegen ihrer Intention in einer Aussage gebrauchen. Der Morgenstern steht am Abendhimmel. Erscheint wohl jedem intuitiv als falsch, auch wenn diese Aussage, wenn man alleine die Extension betrachtet, völlig korrekt wäre. Das Problem der Mehrdeutigkeit in der Intention geht zurück auf ein Paradox, welches der griechische Philosoph Eubolides aus Milet, der im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, formuliert hat. Dieses lautet: Du siehst einen Mann, der eine Maske trägt. Dieser Mann ist dein Vater. Du weißt nicht, wer der maskierte Mann ist. Gleichzeitig weißt du, wer dein Vater ist. Die beiden Begriffe maskierter Mann und dein Vater haben hierin dieselbe Extension, das heißt, sie bezeichnen dieselbe Person, genauso wie Morgenstern und Abendstern denselben Planeten bezeichnen. Durch die Art und Weise der Bezugnahme auf diese Person werden aber andere Bedeutungen hinzugefügt, nämlich in einem Fall, dass die Person unbekannt ist, im anderen das Gegenteil, zumindest in der besseren griechischen Gesellschaft des 4. Jahrhunderts vor Christus kannte man wohl gewöhnlich seinen Vater. Dieses Beispiel ist nicht ganz ideal, weil man ja auch argumentieren könnte, dass im ersteren Fall die Extension ganz einfach unbekannt ist. Man sollte es aber kennen, da der Denkfehler der Nichtbeachtung der Intention mit Verweis auf dieses Beispiel oft auch als maskierter Mann-Fehler bezeichnet wird. So viel also heute zu Mehrdeutigkeiten, die sich aus Extension und Intention ergeben. Weitere Informationen hierzu gibt es wie immer auf der dazugehörigen Website unter denkfehler.online. Daneben gibt es auch auf Wikipedia einen lesenswerten Artikel mit dem Titel Extension und Intention, der die Begriffe auch in anderen Zusammenhängen erklärt. Direkte Links auf alle relevanten Artikel wie üblich im Beschreibungstext zum Video. Im nächsten Teil dieser Reihe geht es dann um Mehrdeutigkeiten in Konzepten und wie sie zu Missverständnissen führen und auch als rhetorische Verwirrungstaktiken gebraucht werden können. Wer sich für solche Themen interessiert, dem sei hier ein Subscribe nahegelegt und natürlich freue ich mich auch immer über ein Like. Bis zum nächsten Mal.